machen wir auch weiter. Und zwar steht jetzt an, hier Nachricht aus dem Grab. Nachricht aus dem Grab. Denke ich mal. Ja, das war das letzte. Das war hier Mr. Arnold Silver, den haben wir tatsächlich abgeschlossen. Und dann wäre das der nächste Schritt. An eure ehrenwerten Exzellenzen, Direktoren der Niederländischen Handelsgesellschaft. Mit Was schweren denn jetzt Herzen hier berichte ich von der kürzlichen Schändung des Grabs von Menhir Sache Karel ist? Brouwer. Erst vor 3 Monaten begraben. Nicht nur stahlen die schändlichen Unholde die Grabbeigaben, sondern auch seine sterblichen Überreste. Nur die niedersten Menschen Niederländisch-Indien. von Gott weit entfernt sind zu so einem schändlichen Frevel fähig. Und das auch noch ausgerechnet gegen einen Helden der hochrangigen Offizier, Gewürzinsel. den Helden der Gewürzinsel, der mutig das Piratennest aushob, das beim Überfall auf die Sradu half und der diesen Schlammgruben Fortschritt brachte. Bezeichnend für das Niveau dieser primitiven Gewürzinsel, Kultur. Gewürzinsel. Bei meiner Ehre. Gewürzinsel, Gewürzinsel. Das ist wieder so ein Hinweis, der mich wieder vor die tolle Herausforderung stellt, zu wissen, oder halt auch nicht zu wissen, wo denn diese tolle Gewürzinsel sein soll. Südliche Senke, Batavia-Riffe, Gewürzinseln. Wo sind die Gewürzinseln? Dschungel von Chichomnea. 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 Wer kennt sie nicht? Die Chichomnea. Ach, Freunde, ich sag euch, das ist nicht okay. Das ist nicht okay. Das ist alles nicht okay. Seid ihr da? Könnt ihr mich hören? Ja, nein, vielleicht. Oder nur ein bisschen. Irgendjemand schaut wohl zu, aber es schreibt wohl keiner was. Ah, der Max. Alle an Bord. Wir legen gleich ab nach Niederländischen Arnold. Letzten Brief zu finden. Die große und spannende Abenteuer gehen. Auf los geht's los. Max Schönleber. Da ist er. Ich habe den Brief nicht gefunden. Ich glaube. Der Brief ist der dieses Dings da, den habe ich glaube ich schon früher gefunden. Der diese Storyline wohl eröffnet. Weil ich meine, da irgendeinen Wrack schon mal an diesem Turm gelootet zu haben. Den Überfall, hat hier einen Haken, also haben wir den durch. Ja. Genau, Holländer Camp. Haben wir erledigt. Steht an, Nachricht aus dem Grab. Grabräuber haben irgendwie die Hauptstadt der Handelsgesellschaft ausgeraubt und nur eine Leiche mitgenommen. Die NHG sollte inzwischen eingeholt haben, werden bei den Gewürzinseln nach einer Flaschenpost suchen. Gewürzinsel. Ahoi, Tamian. Gewürzinseln. Ihr kennt das Spiel. Das Traurige. Nämlich Gewürzinsel halt. Wo auch immer sie sein sollen. Gibt hier so viele... Aber da stehen auch gar keine Inselnamen dabei.
Südchinesisches Meer. Eine Markierung habe ich auch nicht. Trisula. Ist bestimmt wieder hier so ein toller, kleiner, blöder Außenposten, den es gilt zu finden. Osten. Großfestung Osten. Wachturm, Wachturm. Lada. Gießerei-Lada. Zerstörter Leuchtturm. Fort Pracoso. Ach ja. Laut und deutlich. Sehr schön. Hallo Saskia. Kiel. Damai. Kmoy. Suni. Lukun. Also hier fehlt wirklich eine Suchfunktion. So. Die verlorene Stadt. Weberei. Delta von Me. Fort Granby, Granby. Da hinten komme ich nicht rein. Das ist die Pirateninsel. Hoch. Ah, du hast gegoogelt. Gib's zu. Hoch, hoch, hoch. Wo sind die Gewürzinseln? Sangdat. Sangdat. Suni. Prei. Suni. Ich sehe keine Gewürzinseln. Gewürzinsel, Gewürzinsel im südindischen Meer. War das südindische Meer? Irgendwas habe ich doch hier. Grabräuber, Hauptstadt. Haben die Hauptstadt der Handelsgesellschaft ausgeraubt und nun eine Leiche mitgenommen. Okay. Aber Herzen. Grabschändung, schändliche Unholde, Grabbeigaben, bla bla bla, niedrigsten Menschen. Helden der Gewürzinsel. Der mutig das Piratennest aufhob bei dem Überfall auf die Shadow und der diesen Schlammgruben Fortschritt brachte. Bei meiner Ehre die Gebeine von Minja bla 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 und die Kostbarkeiten, ich bin mir sicher, dass die Übeltäter zur Gewürzinsel gesegelt sind. Ich habe meine Besten um diese niederträchtigen, Gewürzinsel. Sag ich doch. Wo zur Hölle? Also, die haben hier... Gehen wir das doch mal logisch an. So, die haben also hier... haben sie das da ausgehoben, das Piratenversteck, und sind dann zur Gewürzinsel gesegelt. Nur, was von diesen tollen Inseln, Bhutan Regenwald, Muson Meerenge, Küste von Trisula, Gewürzinseln. Ha! Gefunden. Da sind die Gewürzinseln. Und hier soll ich jetzt eine Flaschenpost finden. Das ist ein Scherz. Gut. Na gut, da bin ich ja gar nicht so weit weg. Setz mal hier mal einen Marker hin. Und dann schippern wir da mal hin. Zu den Gewürzinseln. Auf der Suche nach einer Flaschenpost. Auf der Suche nach einer Flaschenpost. Was? Blockade? Wo? Was? Außenposten? Kriegsschiffe der Handelsgesellschaft. Such die Waffen mit deinem Fernrohr, Captain.
Was? Sucht die Waffen mit einem Fernrohr? Worüber redet die? Was will die? Mein erster Offizier? Wieder typisch Frau. Völlig planlos. Hätte mir einen anderen ersten Offizier aussuchen sollen. Aber geht ja leider nicht. Das geht ja leider nicht. Ja, das ist eine Rieseninsel. Wie soll ich denn da bitte jetzt eine Flaschenpost finden? Anlegen kann ich da nirgends. Das heißt, sie muss irgendwo im Meer rumschwimmen. Uiuiui. Bleib bei Kräften. Nach einem holländischen Händler aus. Was kann das sein? Ho! Stopp. Halt. Halt. Die haben irgendwas geladen, was ich brauche. Für irgendwas. Ich weiß nicht was. Ich weiß auch nicht wofür, aber... das lasse ich mir jetzt nicht entgehen. Beerdigung und die Särge Leuchtsignale Das absetzen. müssen wir mitnehmen. Auf die Schnelle mal hier diesen Handelskonvoi zerlegen. Echt schnell lang und sie sind Fischfutter. Es wird Zeit zu ändern. Und dann mal gucken, wo war denn jetzt hier das Loot? Mal bitte rammen. Zeigt den Hund, mit dem sie sich angelegt haben! Hey, Militär! Eieiei. Wunderbar daneben geschossen. Irgendwas habe ich nämlich jetzt eingesammelt. Da war eben was Gelbes. Hier müsste noch irgendwo auch was rumschwimmen. Da schwimmt was. Da sehe ich doch was. So. Habe ich denn hier? Angesenkte Flagge der Handelsgesellschaft und geborstene Schiffplanken. Ich weiß zwar nicht wofür, aber irgendwofür werden sie gut sein. So, und das hier ist die Gewürzinsel. Mit Gegenwind. Ja, schön. Wirklich toll. Also, einmal alle bitte die Augen aufmachen. Wo denn hier Ist gut, Captain! es das hier gibt? Ich nehme es nicht an. Habt ihr zufällig eine Flaschenpost zu verkaufen? Ah, aber die nehmen wir mit. Und das Wasser nehmen wir mit. Und dann bin ich auch schon wieder glücklich. So, Flaschenpost. Wie auch immer ich jetzt hier eine Flaschenpost finden soll. Bin ja witzig. Habt
No. Komm schon. Feuer frei! Komm schon. Feuer bereit, Captain! Tut mir leid. Die Flaschenpost muss warten. Auch der hat einen Questmarker. Ich weiß nicht für was für eine Quest, aber er hat eine. Mord in der Hölle, ihr billige Ratten! Also die Steuerung ist noch nicht so optimal. Vielleicht bin ich auch einfach zu blöd dafür. Kann auch sein. Der Lemur, ja warte. Der Lemur hat... der hat eine Uniform an, glaube ich. Da könntest du recht haben. Den habe ich für ihn eine Quest bekommen. Und da ich Lemuren in Uniformen schon immer gut fand, habe ich mir den halt mal hier an Bord geholt und platziert auf der Brücke. Ja, da läuft's doch. Ach, Flaschenpost. Flaschenpost. Ich habe eine Flaschenpost gefunden. Mittendrin im Gefecht schwamm sie rum. Muss ich erstmal hier von der Stadt und den Wachtürmen weg. So, also der Lemur. Der hat, warte. Der hat eine Pistole auf dem Rücken, eine Maske auf. Und ja, liegt in Ketten und hat einen Hut auf. So sieht das aus. Mein Lemur, mein freundlicher. Gibt's noch ein Shanty und dann gucken wir mal, was denn in dieser tollen Flaschenpost drin steht. Wenn ihr die Handelsgesellschaft hasst, helft uns. 1000 Wir haben abgeschlachtet. unsere Kameraden erfolgreich gerecht. Leich und Schatz, die Holländer erwischten uns nicht alle, manche kamen davon, Reichtum auch hatte jene, die uns helfen, aus Fort Premi. Sollte Wir Tod haben mich seine finden. Leiche und seinen Schatz. Leiche, lalala, Fort Premi. Fort Premi. Sehr gut. Also irgendjemand wurde gefangen genommen und in ein Fort gebracht. Dieses Fort. Da wollen wir doch mal schauen. Ich fürchte, das wird alleine nicht gehen. Fürchte ich jetzt einfach mal. Empfohlene Anzahl Spieler 2+. Vielleicht schließt sich ja jemand mal an. Aber ich fürchte wohl eher nicht. Das kann blöd werden. Das kann sehr blöd werden, aber probieren geht über studieren. So, da haben wir das vor. Level 14 vor. Na klar. Was auch sonst. Was auch sonst, Freunde.
Nee, ich möchte diese Ansicht und mal so gucken. Was wir da so haben. Da oben steht auf jeden Fall ein Mörser. Da hinten steht noch ein Mörser. Dann haben wir Schiffe. Schiffe, Schiffe, Schiffe. Da haben wir sowas wie einen Turm. Ist das ein Turm? Könnte auch was anderes sein. Windmühle. Die ist ganz gefährlich. Ich versuche nochmal jemanden zu finden, der da bereit ist, eventuell sich anzuschließen. Die wird auch kommen. Und der wird dann auch kommen. Freunde, ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Aber wir sollen hier jemanden befreien. Komme ich da hoch? Ja, da komme ich hoch. Nee, komme ich nicht. Muss ich noch ein bisschen weiter hier rüber und dann... Oh, der Tamian hat sich die Demo installiert. Das ist schön. War auch schon angespielt. Könnte es mir ja helfen, aber ich glaube, wenn du noch nicht weit genug bist, dann wird das vor dich hier gnadenlos zersägen. So wie es jetzt wahrscheinlich gleich mich zerlegt. Ich habe ein bisschen Angst. Ganz bisschen. Oh ja, aua. Aua, aua. Ich war ja gar kein Schaden an dem Ding. Einfach nur in Bewegung bleiben. Jetzt hoffentlich springen. Wahrscheinlich aber nicht. Mal, das tut weh, das vor. Das tut weh. Ja, dann lad schneller nach. Lad einfach schneller nach, Mann. Hey. Super, Freunde. Das ist ja doof. Bin ich natürlich genau vor dem Vor geplatzt. Super Sache. Ehrlich, super Sache. Hier. Das Schiff aus den
Ja, ich brauche da Hilfe. Die kriege ich alleine... Alleine kriege ich die nicht... kriege ich das nicht auf die Kette. Segel hoch, Leute! Auf Steuerbord! Tja, jetzt ist guter Rat teuer. Ehrlich gesagt. Ja, wir müssen die Festung plündern. Ich habe hier irgendwie kleine Probleme mit dem Chat. Kleinen Moment. Oh, jetzt sehe ich euch gleich alle wieder. Wir müssen die Festung plündern. Denn in dem Hinweis steht... So. So, im Hinweis steht Nachforschungen. F. So. Also es gab wohl ein paar Überlebenden und die hat man hierher gebracht. Und Reichtum erwartet jene, die uns helfen, aus Fort Premy zu entkommen. Das heißt, ich gehe sehr stark davon aus, dass ich dieses Fort tatsächlich plündern muss. Wie auch immer mir das gelingen soll. Alleine. Weil es schließt sich auch keiner an hier. Kann man ja hier um Hilfe rufen, so viel man will. Aber ich könnte mal versuchen, zuerst die ganzen naheliegenden Begleiter hier wegzumachen. Und ansonsten müssen wir einfach die nächste Nachforschung machen. Ja. Ich würde jetzt hier noch einmal probieren, diese ganzen Schiffe, die hier noch so rumsegeln, wegzumachen und dann nochmal mich am Fort zu probieren. Aber ich fürchte, das wird nicht viel bringen. Gute Arbeit, Captini! Wir sind bereit zum Entern, Captini! Na, wenn mich das Fort einmal richtig trifft, dann ist halt leider Ende Gelände. Wie erledigt, Captain! Ja, gegen einen Level 14 vor. Reparaturen abgeschlossen. Wenn Wir da sind schon dran steht, einsatzbereit. 2 Spieler, dann 2 Spieler plus, dann bin ich da relativ, da bringst du mir gar nichts. Aber ich schätze dein Angebot und deine Bereitschaft. Wie findest du das? Ja, also du bist ein One-Time-Hit. Ein One-Time-Hit. So wie die mir Schaden machen, zerlegen die dich. Du musst da irgendwie... Irgendeine Taktik muss es geben, dass man das auch alleine schaffen kann. Gibt's ja gar nicht. Ich mache aber auch so gut wie gar keinen Schaden an dem Ding. Da bewegt sich gar nichts. Nichts. Natürlich, Kapitän! Gar nix. Und die neu, Kapitän! Verhörbericht. Unterfangen, Captain! Nachforschung aktualisiert. Verhörbericht. War's das schon? Mal gucken. Erstmal hier weg. Sonst. Aber. Willkommen zurück. Wenn einer von euch grün ist, löst er sich um!
Ja, ich weiß, plündern unterbrochen, aber die brauche ich nicht. Das brauche ich nicht. Mache ich lieber hier den Turm aus lauter Frust. Lauter Frust, das gibt's ja wohl gar nicht. Feuerbereit kämpfen! Unglaublich. Aber eben kam ja die Meldung, ich muss bloß gucken, die verfolgen mich, dass wir einen Verhörbericht gefunden haben, wieso auch immer. Schiff. Sklav. Sklavfreunde. Schlag dir den Bauch voll! Sklavfreunde. Aber ich kann dir dann tatsächlich für dein kleines Schiff kann ich dir ein paar Sachen bauen. Falls du etwas benötigst. So ein paar Kanönchen oder so. Das können wir machen. Aber mit Level 3 kannst du mir hier nicht helfen. So, zack, die Bombe. Einen noch. Weil der mich gleich versenkt. Die Sau. Wir brauchen jeden Tropfen. Ich hoffe, wir gehen weiter lang. Wir laden noch nachkämpfen! Verstanden, Kapitän. Du findest was? Einwandfrei implementiert? Was? Warte. Warte. Ich bin gleich soweit. Auf die Gefechtsstationen! So, wunderbar. Jetzt geht's ums Segel Ganze. einholen. Lasst Stopp. uns siegen und plündern. Alle Maschinen. Stopp, bitte. Was ich bisher gesehen habe, gefällt mir recht gut, auch wenn ich es noch nicht sinnvoll ansehe, Schiffen Klassen zu geben, wenn das Gruppenspiel noch nicht einwandfrei implementiert ist. Wieso ist es nicht einwandfrei implementiert? Also, man kann in Gruppen spielen, du kannst, wenn jemand ein Heiler ist, kann jemand heilen, es kann jemand Schaden machen und es gibt einen Tank. So eine Art Tank. Diese komischen Panzerschiffe. Geht also schon. Wenn man das möchte. Woher bekommt man die Nachricht aus dem Grab? Hab überall gesucht. Jaha. Du kannst Fragen stellen, mein Freund. Das ist das, was wir gerade machen. Erstmal hallo, lieber Dennis. Sitzung Nummer 2. 3 Grabräuber. Wollen nicht reden. Drohungen und Versprechungen reichen nicht. Das war auch eine Flaschenpost, die ich Eisen aufgefischt reicht habe. nicht. Die schwamm irgendwo rum, aber Sitzung Nummer 18. bitte fragt mich nicht Einer wo. tot, Ich weiß 2 es nicht leben mehr. noch. Anwendung von Daumenschrauben, Ratten, kochendem Wasser nicht erfolgreich. Grabräuber hartnäckig. Überprüft, ob Zungen versehentlich abgebissen wurden, sind intakt. Sollten Nekropolis Außenposten am Anfang der Vielleicht Treppe suchen. Streckbank Eine nötig, begrabene um zum Reden Leiche zu oder bringen. ein vergrabener Schatz. Sitzung Nekropolis Nummer Außenposten. 44. 2 tot, einer noch am Leben. Peitschenmäßig Nekropolis erfolgreich. Außenposten. Da war ich. Grabräuber 3 stammelte Da. wirren Unsinn, wurde ohnmächtig. Da komme ich her. Anfang der Treppe und Nekropolis.
Was bedeutet das? Also Dennis, ich kann dir nicht sagen, ich kann dir nicht mehr sagen. Ich habe auf jeden Fall irgendwie eine Flaschenpost aus dem Meer gefischt, aber ich weiß nicht mehr wo. Das ist ein bisschen zu lange her, ehrlich gesagt. Ja, natürlich. Entschuldigung. Max, ich mach's nochmal. Sitzung Nummer 2. 3 Grabräuber. Wollen nicht reden. Tut mir leid, dass meine Mannschaft gerade singt. Reichen nicht. Keine Das Absicht. Eisen reicht nicht. Sitzung Nummer 18. Oh, hallo Michael. Einer tot, 2 leben noch. Anwendung von Daumenschrauben, Ratten, kochendem Wasser nicht erfolgreich. Grabräuber hartnäckig. Überprüft, ob Zungen versehentlich abgebissen wurden, sind intakt, sollten reden können. Vielleicht Streckbank nötig, um zum Reden zu bringen. Sitzung Nummer 44. 2 tot, einer noch am Leben. Peitschenmäßig erfolgreich. Grabräuber 3 stammelte wirren Unsinn, wurde ohnmächtig. Anfang der Treppe und Nekropolis. Das finde ich immer Was lustig. bedeutet das? Hier steht Kopf der Treppe und nicht Anfang der Treppe. Das ist mir schon ein paar Mal aufgefallen, dass die Vertonung nicht so ganz passt zu den geschriebenen Texten. Hallo Michael. Weiß nicht, ich verspreche nicht, höflich und respektlos. Respektvoll. Ich hätte jetzt tendenziell bei dir gedacht, respektlos. Höflich, aber respektlos. Nein, das ist eine böse Unterstellung. Mahlzeit könnte die letzte sein. Das ist eine ganz böse Unterstellung. Also, dann fahren wir mal zur Nekropolis. Anfang der Treppe. Ein bisschen Wasser. Na, sie ist das nicht, aber schmeckt trotzdem. Also man muss das Fort dann scheinbar nicht plündern, sondern einfach nur lange genug kämpfen und dann kommt die Flaschenpost wohl alleine. Oder sie war in irgendeinem dieser Schiffe, die da dabei waren. Irgend sowas. Dann geht's auch weiter. Mit der Grabräuberei. Was kann das sein? Was habt ihr so? Ach, ich müsste euch alle töten. Ich müsste euch alle töten. Ich habe auch tatsächlich am 27. kam ja diese Erweiterung raus. Jetzt habe ich den Namen vergessen. Mit diesem Pestlord, Pestkönig, Pestkapitän. Nee, die haben Items, die ich brauche. Haben die geladen. Deswegen muss ich sie alle töten. Ich hatte ja die Hoffnung, dass da neue Quests irgendwie dazukommen, die so ein bisschen eine Geschichte rund um diesen Pestkapitän erzählen. Aber leider nicht. Das ist nur ein neuer Endgegner, der relativ hart ist. Also der ist wirklich hart. Und so 2, 3 Dailies, die dazugekommen sind. So, Treppe. Lieber Michael, für dich, das heutige Wort ist nicht Tulpe, es ist nicht Brunnen, es ist Treppe. Aber ich nehme mal an, Treppen zu finden sollte jetzt nicht so hier die Herausforderung sein. Und immer schön unterwegs alles einsammeln. Fisch. Wo ist er? Wo ist er? Wo sind Treppen? Wasser. Kokosnüsse, Durian. Alles mitnehmen.
Wenn man das tatsächlich konsequent sammelt, dann muss man so gut wie nichts kaufen und auch so gut wie nichts herstellen. Was irgendwie sehr angenehm ist. Ja, das wird ein Treppenwitz. Hier ist eine Treppe. Anfang der Treppe. Das sind Holzplanken und das hier ist eine Treppe. Richtige Treppe. So, was haben wir hier? Noch mehr Treppen. Das war ja klar. Oh, eine Schatztruhe. Nee, schade. Noch eine Treppe. Aber wie Sie sehen, sehen wir nichts. Noch was Piratenfeuer, das füttern wir mal. Tada! Tada! Ja, ein Brunnen. War da ein Brunnen? Der bringt mir aber nichts, der Brunnen. Das hier ist aber eine schöne Hohe. Ah, haha, guck mal, da oben leuchtet's. Es leuchtet. Sehr schön. Das ist ja schön. Haben wir es ja schon gefunden. Und wieder ohne Schaufel, ohne Spitzhacke, mit den puren, bloßen Händen aus dem Boden gezogen. Ja. Könnte ich, wenn ich eine Tulpe hätte. Ich habe aber keine Tulpen. So, war's das jetzt? Ah, aktualisiert. Sehr gut. Nachforschungen. Kameraden, wie besprochen, sollen einige Münzen an die Familien gehen, deren Angehörige Opfer des Metzgers wurden. Die übrigen Schlechters Sachen sind für euch. steht hier. Mögen euch die Holländer verschont haben. Schafft ihr es bisher, legt die Leiche unter die Stufen. So können unsere Leute diesen Bastard jeden Tag mit Füßen treten. Seine Seele soll auf ewig leiden. Ja, es ist alles vertont. So. Ach so, das ist dieselbe Nachricht. Ja, verbuddelt ihn. Verbuddelt ihn. An der Treppe. Also die Steuerung hier an Land kriegt mich jedes Mal auf. Ich meine, okay, es spielt zum größten Teil auf dem Wasser. Da ist die Steuerung einigermaßen okay, aber... das Land ist irgendwie sehr seltsam. Ha! Stop spamming, Michael. Nur die Frage, welcher wieder. Welche Treppe? Grabt ihn an der Treppe. Vergrabt ihn an der Treppe unter den Stufen. Beim Schlechter. Wo ist der Schlechter? Wer ist der Schlechter? Hier ist auf jeden Fall ein Grab. Ja, weil du ein Spammer bist. Ja, Steintreppe, Holztreppe, das hast du gut erkannt. Aber das steht ja nicht, da steht ja nur, begrabt ihn an der Treppe. Unter den Stufen stand da. Tendenziell würde ich jetzt sagen, unter Holzstufen, weil ich glaube, unter Steinstufen wird das schwierig. Das heißt, eure Taschen sind prall gefüllt, Kapitän.
Jeden Tag läuft man drüber. Oh. Ah, ich kann ein Seil benutzen. Sehr gut. Bums die Bums. Und es ist auch die Frage, ob es überhaupt die richtige Insel ist. Kommt ja noch dazu. Wie immer. Können die ja schon wieder... Ich meine, ich kann nochmal nachlesen. Können die ja schon wieder hier... Was, fertig? Ist fertig. Ich hätte jetzt hier noch eine halbe Stunde nach der scheiß Leiche gesucht. Dabei ist das fertig. Ist ja toll. Das hat mir jetzt... Entweder habe ich es übersehen, überlesen. Wenn du auf See fährst, würdest du aus der Ferne dieses Leuchtfeuer sehen? Ja. Würde ich. Dann machen wir doch direkt weiter mit der Jagd nach der Krone von Ukuta. Ukuta. Na, wobei hier nichts passiert. Warum passiert hier nichts? Ah. King Mwenge wurde irgendwann nach dem Überfall als König von Ukuta entthront. Ich sollte mich bei Groß Ukuta nach weiteren Hinweisen umsehen. Groß Ukuta. Groß Ukuta. Das ist wahrscheinlich irgendwo hier. Jetzt so spontan aus dem Bauch raus hört sich das nämlich afrikanisch an. Oder hier. Aber nein. Hier, Jagd nach der Krone von Ukuta. Nachforschungshinweis. Da muss ich hin. Sehr gut. Wunderbar. So gefällt mir das. Warum kann ich da nicht... Ah. Da kann ich hin. Zur Höhle der Ältesten. Ach, Tamian. Du kannst hier... Es gibt hier so viele Möglichkeiten. Dein Schiff... Ich würde mich da noch nicht festlegen, ehrlich gesagt. Ja, also ich kann mir so ein... Ich kann statt dem Schadensmörser, kann ich mir einen Reparaturmörser zum Beispiel an Bord holen und kann mich dann heilen. Der Brief erwähnt eine Blockade am Außenposten. Aber es ist eigentlich nicht notwendig. Kriegsschiffe der Diese Handelsgesellschaft. Supportschiffe sind eigentlich nur notwendig, oh, Mopani, wenn du die großen Gegner spielst, die Weltevents. Normalerweise haben die Weil da kommst du alleine, kommst du einfach nicht weiter und da kriegst du so viel Schaden, dass du einen Heiler im Hintergrund bringst oder einen Supporter. Da brauchst du einen. Da brauchst du auch einen, der das Feuer auf sich zieht. Der einigermaßen gut einstecken kann. Sonst macht das alles keinen Sinn. Außer du bist der absolute Pro-Gamer, der sich hier alles, der hier 24 Stunden lang alles zusammenfarmt. Wir sollten das Ganze Und dann kannst du die wohl auch solo machen, wenn du das Top-Equipment hast, aber da musst du wohl jeden Tag irgendwie 10 Stunden investieren. Das ist auch etwas, was mir ein bisschen Bauchschmerzen bereitet, ehrlich gesagt. Da man an sehr vielen Stellen sehr viel grinden muss. Und die Zeit muss man halt dann auch haben. So, was haben wir hier? Haben wir hier was? Voila. Groß Ukuta. Nach weiteren Hinweisen auf Groß Ukuta muss ich suchen. So, dann würde ich mal sagen, suchen wir mal
nach Groß Ukuta. Also ich kann dir sagen, ich bin mit der Brigantine sehr zufrieden. Aus dem ganz einfachen Grund, weil sie schnell ist. Ja, die hat zwar nicht den größten Laderaum, aber sie ist halt extrem schnell. Und wenn du jetzt, warte mal, ich kann ja hier mal in den Kodex gehen. Kodex, Schiffe. So, hier, die Bark ist die ganz neue. Die ist jetzt mit dem Add-on dazugekommen. Die gab es schon vorher, die Sambuke. Wenn du jetzt aber hier die Schnau oder die Padewakang nimmst, die sind schon, also die machen schon gut Schaden, aber die sind halt, warte, wo steht's? 14 Knoten schnell. So. Und 14 Knoten ist halt schon langsam. So, da fährst du dann mit, wenn du noch Wasser trinkst, Ach und Krach 16. Vielleicht auch mal 17, aber da bist du halt schon langsam. Und die Schnau, die ist nicht wirklich schneller. Die fährt nur 13 Knoten. Und hier die Brigantine, die kommt halt auf 18 Knoten. So, da bist du halt schon deutlich zügiger unterwegs. Und so die Strecken, wenn man jetzt keine Schnellreisepunkte hat, jetzt ist hier das neue Schiff fährt nur 11 Knoten, da gehst du kaputt. Ne, 15 Knoten. Entschuldigung. 15. Ne, 11. Trimmgeschwindigkeit 15. Da gehst du kaputt. Das ist einfach, die Strecken, die fangen dann doch an, sich zu ziehen. So, übers Meer. So, hier zwischen den Inseln mit den Schnellreisepunkten ist das ja alles schön und gut, aber wenn du einmal quer von der Roten Insel zum Beispiel dann nach Ostindien fahren musst, weil du da einfach noch nicht warst, da bist du halt schon mal eine Weile unterwegs. So, das dauert halt schon. Da ist was. Buch. Ich hab die Brigantine. Der Dienstbursche wollte nicht aufhören zu schreien. Er rief, dass die Königin uns verlassen und ihren Palast gegen das sichere Hinterland eingetauscht hätte. Seine Verzweiflung belastete die Männer schwer, also schlitzte ich ihm die Kehle auf. Die Moral war auf dem Tiefpunkt und ich musste sie schnell heben. Bla 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 bla. Ja, das hat nichts mit dem zu tun, was ich brauche. Kupfer. Kupfer ist immer gut. Alles zum Herstellen ist super. Die Munition ist auch immer gut. Banane. Nehmen wir auch mit. Ja, es sind nicht alle, es sind nur die tatsächlich eine Rolle spielen wohl, sind vertont. Es gibt aber auch ganz, ganz viele andere Bücher, die einfach nur Geschichten erzählen, die aber nichts zu bedeuten haben. Einfach so ein bisschen Beiwerk für diejenigen, die gerne lesen. Und sich in die Piratenwelt verziehen wollen, ist das was ganz Tolles. Was haben wir hier? Ein Zettel. Ah, siehst du, da haben wir es doch. Lang lebe Königin Halisi! Sie siegte glorreich über ihren verräterischen Bruder und Ja, König natürlich. Wenje. Max. Der Thron von Groß Okuta ist nun vor feindlichen Invasoren geschützt. Und unser Bündnis mit dem Sultanat von Suhar sichert den Wohlstand des Unguanischen Bundes. Wer der Königin den abtrünnigen Wenje bringt oder zu seiner Ergreifung beitragen kann, wird königlich entlohnt. Zusammen mit einer Bande von Verrätern floh er vor dem Urteil durch das Schwert und verschwand mit der Krone von Ukuta, die rechtmäßig Königin Halisi zusteht. Die Verräter und Diebe wurden in mehreren Dörfern gesehen, verteilt im ganzen Reich. Auch in Bandari. All ihre Helfer und Unterstützer müssen getötet werden. Gepriesen sei die Königin! Naja, die Königin ist tot. Wir haben jetzt einen König.
Sollte die Siedlung von Bandari plündern. Die Siedlung von Bandari. Da haben wir was Unentdecktes. Fort della Dingsbums. Das ist immer noch unentdeckt. Da war ich immer noch nicht. Dann fahren wir doch einfach mal hier. Das wird die wahrscheinlich sein. Das wird die wahrscheinlich sein. Oh, die Königin Kalessi. Ein guter Fund. Ich muss aber sagen, also das Ganze gehört ja zu der Nachforschung rund um Freemans Schatz. Die anfänglichen, die waren schwieriger. Und auch länger, hatte ich das Gefühl. Eieiei. Das ist halt der Nachteil, wenn man so große Schiffe hat. Wenn man so einen großen Pott hat, mit den kleinen Schiffen kommt man da, ist das hier alles viel einfacher zu befahren. Pilotenbucht. Nee. Weberei. Beat. Hallo Mark. Ich grüße dich. Gut, das war's nicht. Das war es nicht. Das war ein Zonk. Da können wir noch hin. Ansonsten kann das ja eigentlich nicht so weit weg sein. Bandari, hier oben ist es. Ist ja herrlich. Dann fahre ich jetzt erstmal dahin, damit ich weiß, was das da ist. Scheint irgendwie eine Hauptstadt zu sein. Ah, da fühlt er sich gleich gebauchpinselt, wenn ihm jeder Hallo sagt. Schön, dass du da bist. Bist du wieder im Ausland unterwegs? Ja, klar. Ich wollte ihn auch nur ein bisschen ärgern. Max. Manchmal muss man mich mit Ironie nehmen. Und Sarkasmus. Ja, du hast keine Freunde, das weiß ich. Das wusste ich schon länger. Das war ja schon vor, keine Ahnung, 10 Jahren. 13 Jahren, keine Ahnung, wie lange das her ist. 2009? 2009? 2010? Ja. Wir sind alt. Freunde, wir sind alt. Der Max nicht, der Max ist noch jung. Jung und knackig und der Rest ist einfach nur alt. Einige älter als die anderen. Was im Besonderen ich? Im Besonderen was ich? Ich bin alt, ja. Aber das Schöne ist, ich weiß, wie alt du bist. Von daher kann ich mich noch als jung ansehen. Wenn ich alt bin, bist du tot. Quasi. Scheintot. Und darüber kann man jetzt streiten, ob du besser aussiehst als ich. Ah, du bist jung. Max, glaub mir, du bist jung. Mit 30 bist du jung. In der Blüte deines Lebens. Nee, glaube ich nicht.
muss dich enttäuschen. Ich weiß, du hast ein großes Ego, aber wenn du einfach mal nüchtern morgens dich vor den Spiegel stellst, wirst du feststellen, na, da kommst du nicht mit. Direkt voraus! Hören wir unsere Weichen! Segel einholen! So, dann gehen wir mal nach Bandari. Ja, sind alles Jungspunde. So, wo war's jetzt? Habe ich jetzt wieder vergessen? Liebe. Mishanga. Pembe. Was für Namen, mein lieber Mann. Wo war's denn jetzt, Mann? Ich hätte es gleich markieren sollen. Bandari, da ist es. Und hier will ich hin. Der Mieter hat mir gezeigt, wie man schwimmt. Jetzt geht's. Achtung, ist der Weg bitte. Fahrt aufnehmen! Ist das ein Witz, Max? Du hast am 12.3. Geburtstag. Du machst mir Angst. Skandalös sowas. Ja, das stimmt. Der Marc sah schon immer besser aus als ich. Ich kann da ja durchaus sehr, sehr selbstkritisch sein. Der Marc sieht besser aus als ich. Das bedeutet aber nicht, dass du besser aussiehst als ich. So. Die Illusion musste leider jetzt einfach mal so hinnehmen. So, was soll ich jetzt hier machen? Auf der Backbarseite, Kapitän! Was hat der da hinten für ein Problem? Der beobachtet mich misstrauisch. Ja, ich habe auch am 12.3. Geburtstag, deswegen hat mir das gerade so ein bisschen Sorgen bereitet. Überrascht. Quasi. Ich bin in der richtigen Was ist denn? An Sterben! Ja, ich bin immer schlagfertig. Meistens. Meistens jedenfalls. Nicht immer, aber sehr oft. So, Bandari. Ich sollte nach Bandari. Ich bin in Bandari und... Ach, ich sollte die Siedlung plündern, soll ich? Plündern soll ich die Siedlung. Alles klar. Das ist einfach. Segel! Lassen Sie frei! Ja, dann können wir uns gegenseitig zum Geburtstag gratulieren, das stimmt. Ich vergesse es nicht. Jeder eine Ration bekommen? Rio, Kapitän! Dein Wunsch ist mir Befehl! So, dann wollen wir mal hier die kleine Stadt plündern. Das Schiff ist wieder einsatzbereit! Was? Level 5. Ja, das geht. Easy. Ja, Jetzt verdient euch eure Heuer! bringt einem halt keine Freunde ein. Aber das kennst du ja selbst. Du hast ja auch keine Freunde. Alter, oben drüber. Gibt's ja wohl nicht. Aber wenigstens einen. Wenn
wenigstens einmal getroffen. So, wo ist der zweite Turm? Da hinten. Komme! Oh, das ist wieder zu hoch. Ah, nee, doch nicht. Öfzen. Da hatte ich die Nachforschung auch schon aktualisiert. Gute Arbeit! Aber jetzt muss ich natürlich die Stadtplünderung hier auch zu Ende bringen. Sonst ist das ja hier völlig witzlos. Haltet durch! Da ist noch mehr zu holen! So, wo seid ihr? Da kommen sie. Oh, das geht schnell. Das geht schnell. Es ist soweit! Jetzt könnt ihr ihn... Das erkennt man jetzt halt irgendwie nicht so. Der Gegner hat Verstärkung bekommen! Wir werden Ja, lass es doch. Der fliegt vor mir, das ist voll okay. Ich muss ja nur die töten, die hier tatsächlich immer wieder zur Stadt fahren. Mein Frachtraum ist voll. irgendwo versteckt haben. Kann ja wohl nicht wahr sein. Das ist nicht euer Ernst. Mann! Was für ein schönes Feuerchen! Etwas Nasi würde jetzt gut dazu passen. Sie haben Verstärkung gerufen! Macht euch bereit! Da wartet ein Kampf auf uns! Feindschiff gesichtet! Ihr Schiff geht weit runter. Wir müssen nur zu. Mist. Der Hunde, seid sich! Warum ist denn dieser scheiß Frachtraum immer so schnell voll, Mann? Warum schieße ich immer oben drüber? Warum sagt mir das vorher keiner, dass der Frachtraum voll ist? Kleiner Spanort ist unsere Truhe. Was ist das? Kupfer? Nee, Kupfer nicht. Die Fische, die werfen wir weg. Die brauchen wir nicht. Sie kriegen Verstärkung! Bereit machen! Was? Ah! Hier das Falsche eingesammelt. Wir werden alle schützen. Ja, der Frachtraum ist voll. Das könnte irgendwie hier so eine schöne Meldung aufploppen. Pass mal auf, Junge, dein Frachtraum ist voll. Sind halt immer so diese Kleinigkeiten. wo man merkt, da haben sie nicht vorher drüber nachgedacht. Mal bei jedem anderen Spiel, wenn du voll beladen bist, dann musst du langsamer laufen oder Wenn das so weitergeht, ertrinken wir in Silber. kannst nur noch langsam laufen oder wirst immer langsamer. Ich meine, das ist hier auch, wenn du überladen bist, aber das System ist hier sowieso ein bisschen komisch. So, geplündert. Münzen nehmen wir mit. Silber ist immer gut. Was haben wir hier? Liegt hier so rum? Fisch. Segel voraus, Kapitän! Die
Weniger Segel! Oh, Kapitän! Was wollen Sie jetzt? Wo ist er? Hier. Der Unguanische Bund befindet sich in Aufruhr. König Muenye ist im Hafen. Der Unguanische Bund befindet sich in Aufruhr. König Muenye ist im Hafen von Fisch ist Bandari gesund. eingelaufen. Genau. Obwohl er noch seine Krone trägt, ist er Ich nur wollt's noch grad ein sagen. Schatten seiner selbst. Königin Halisi sitzt nun auf dem Thron und stärkt ihre Bündnisse im Reich. Voller Demut und Verzweiflung bettelt er um Hilfe. Es betrübt mich, einen einstigen König so um Gnade, wenn sie... Warum hört er jetzt mitten im Text immer wieder auf? Was soll das? Der Unguanische Bund befindet sich in Aufruhr. König Muenye ist im Hafen von Bandari eingelaufen. Obwohl er noch seine Krone trägt, ist er nur noch ein Schatten seiner selbst. Königin Halisi sitzt nun auf dem Thron und stärkt ihre Bündnisse im Reich. Voller Demut und Verzweiflung bettelt er um Hilfe. Es betrübt mich, einen einstigen König so um Gnade Vincent zu sehen. Liebe. Halisis Spione sind überall. Wer ihr nicht die Treue schwört, wird verhaftet und hingerichtet. Vorsicht ist lebenswichtig. Daher musste ich den gestürzten König abweisen und anflehen, er möge nach Groß-Okuta zurückkehren und um Versöhnung bitten. Vielleicht lässt seine Schwester Gnade walten. Ja. Nach Jive muss ich. Mein Nach Jive, Jive. Jive habe ich eben gelesen. War irgendwo hier. Harufu. Da muss ich hin. Ja, da können wir hinsegeln. Das ist jetzt nicht so weit. Das geht. Das kann man mitmachen. Das ist nicht so das Problem. Haben wir hier. Ein Kriegsschiff aus Unguana, Kapitän! Ja, ja. Die fahren wir jetzt mal um. Das könnte unsere letzte Mahlzeit sein. Na, ihr Schiff geht weit runter. Macht euch gefechtsbereit! Den Meeresgrund! So. Ich kann nichts dafür, wenn die hier im Weg rumsegeln. Gut so. Schlagt ihr den Bin völlig unschuldig. Wird gemacht, Kapitän! Immer diese Sonntagssegler. Mein Gott. Nach Piratenfürst, nach dem Rang Piratenfürst kommen, also es geht schon noch weiter. Aber es wird nicht mehr der Name geändert, sondern du steigst nur noch im Piratenfürsten-Level auf. Kann ich dir gleich zeigen, warte mal. Muss hier nur kurz. Segel runter! Holt sie ein! Muss hier nur kurz von Bord. Ich kann nicht von Bord. Das war viel zu kurz. Irgendjemand hat gerade Englisch geredet. Ist so gut wie erledigt! Kann ich jetzt? Ja, vielen Dank. Wunderbar. Wunderbar. So, also. Ich bin jetzt Piratenfürst Level 19. Piratenfürst Rang 19. Wie viele Ränge es da gibt, kann ich ja nicht beantworten. Das weiß ich nicht. So, erstmal zum Lager. Den ganzen Scheiß hier mal entladen. Das bleibt an Bord. Die Hähnchen. Bananchen.
Den ganzen Quatsch hier braucht kein Mensch. Sonst kann ich ja auch nicht was... Oh, ein schönes Relikt. Sehr schön. Relikte sind immer gut. Das kann auch weg. Die können auch weg. Dann... Was hat diese tolle Truhe? Nichts Tolles. Nein. Ich bin ein Relikt. Genau. Immer schön Platz machen. Immer schön den Laderaum leer halten. Dann umso mehr Sachen kann ich mitnehmen. So. Bin ich jetzt da, wo ich sein muss? Ja. Bin ich da? Hieß das nicht anders? Ja, noch ein Nachteil des Alters. Manche Dinge vergisst man einfach. Die habe ich geplündert. Sollte König Mwenges Schiffswrack bei Jive finden. Ja gut, da brauche ich aber hier nicht an Land gehen. Weil ein Schiffswrack finde ich hier nicht. Wo steht denn hier der Händler? Steht hier kein Händler? Doch, da hinten. Noch gucken, was der hier so hat. Habari. Vollkanone 3. Leckschlagende Halbkanone. Eiserne Hülle. Nee. Vollkanone 3. Nee. 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 Lass mal stecken hier, mein Freund. In dem Lager geht nichts kaputt, weil das ordnungsgemäß eingelagert wird. Nach den deutschen DIN-Normen halten sich da die Lebensmittel unbegrenzt. Kriegsschiffe der Handelsgesellschaft. Such die Waffen mit deinem Fernrohr, Captain. Ja, wo ist hier ein Wrack? Wahrscheinlich wieder einmal um die Insel rum. Also ich meine, dass so Holzplanken und Kanonen und so, dass die nicht kaputt gehen, ist ja völlig okay. Oder Teer oder sowas. Aber die Nahrungsmittel, die hätte man schon irgendwie... Deswegen war das halt aus anderen Spielen. Bin ich bei der falschen Insel. Hier. Bin genau richtig. Gold richtig bin ich hier. Ich hab's auch schon gefunden. Geliebte Schwester, dein Verrat ist vollendet. Ich hab's auch schon gefunden. Ach, warum liest der nicht mehr ganz vor, Mann? Geliebte Schwester, dein Verrat. Er möchte nicht. So, entweder ihr lest selber oder wenn ich vorlesen soll, müsst ihr es mir sagen, dann lese ich euch vor. Ansonsten würde ich ganz kurz einfach nur den unteren Teil. Die Krone von Okuta soll niemals die gehören, sie bleibt bei mir. König Mwenwe. Der wahre Herrscher über Groß Okuta. Doch ohne Mannschaft lief mein Schiff auf Grund und ich wurde verletzt. Vor der Küste von Bandari von Piraten geentert. Ihr Anführer, ein gewisser Captain Freeman. Lalala. Lockte meine Mannschaft mit dem Versprechen auf Freiheit in ihren geheimen Hafen Lanitra. Schon wieder Lanitra. Märchenonkel. Ich bin kein Märchenonkel. Also Lanitra ist wohl das Ziel. Der arme König ist hier gestrandet.
Gestrandet ist der arme König. Lanitra, da waren wir doch auch schon. Da ruft jemand um Hilfe. Lanitra. Das haben wir doch schon das letzte Mal gesucht. Das ist hier. Lanitra ist hier. Genau. Ja, gebrochen und verbittert gestorben ist er. Der arme König. Nachdem seine Mannschaft die Freiheit bei den Piraten gefunden hatte. Schon traurige Geschichte. Vielleicht hätte er sie nicht so knechten sollen, der arme Mann. Der arme König. Ganz alleine. Wahrscheinlich kann er sich noch nicht mal die Schuhe alleine anziehen. Oh, ein Sturm. Das ist ja toll. Das ist ja sehr toll. Mitten rein. Singt, meine Freunde. Singt mir ein Lied. Und du tanzt dazu, Freund. Tanz. Oder auch nicht. Freibeuter voraus. Ja. Tschüss, Freibeuter. Ist keine Ladung? Doch, du hast Ladung. Sehr gut. Ladung ist immer gut. Ja, es bewahrheitet sich halt auch immer wieder. Du kannst halt einfach nichts mitnehmen. So, bringt dir am Ende alles nichts. Egal wie viele Millionen du gebunkert hast. Am Ende gehst du genauso wie du gekommen bist. Wenn du Pech hast. Aber du gehst auch genauso wie alle anderen. Jetzt wird's philosophisch. Genau, Marc, du bringst es auf den Punkt. Es beruhigt. Hat man Geld, ist man beruhigt. Hat man kein Geld, kann man auch beruhigt sein. Es läuft nämlich aufs Gleiche raus. Hier ist nichts. Doch, da vorne kommen die Inseln. Nichts um mich herum, keine Schiffe, kein gar nichts. Nur ein leichter Regen, plus mit Gewitter. Natürlich, auch ohne Geld kannst du beruhigt sein, weil was soll dir passieren? So, du kannst halt deine Rechnung nicht bezahlen. Aber ja, Marc, natürlich. Du bist beides. Du bist reich und sexy. Reich und sexy bist du, Marc. Ich weiß es ganz genau.
So, jetzt habe ich schon wieder völlig vergessen. Was soll ich hier überhaupt machen? Lanitra. Ja, die sind hierher geflohen. Das Geknusper. Der Wind gehört uns. Das sind halt ungepflegte, Piraten. Die haben nicht gelernt, wie man beim Essen den Mund schließt. Deswegen hörst du das Geknusper. So einfach ist das. Janita hat dir gezeigt, wie man schwimmt. Hm? Jetzt geht's ins tiefe Wasser. Meisterjäger? Ah, der hat aber wahrscheinlich... Hier, sind die das? Nö. Da liegen Tote rum. Warum liegen hier Tote? Freunde, das ist nicht hygienisch. Nochmal kurz lesen. Lesen. König Menge wurde unter den heiligen Steinkreisen am Säulengrab-Außenposten begraben. Ob ich da seine Krone ausgraben kann? Wieso Säulengrab? Wollte mich jetzt... Bin ich blöd? Ach so, dass die Mannschaft nach Lanitra gegangen ist, ist völlig uninteressant. Und keiner hat's mitgekriegt. Keiner hat's mitgekriegt und keiner hat was gesagt, dass ich in die völlig falsche Richtung schipper. Mann. Euch ist auch kein Verlass mehr. Es hat alles schon viel besser geklappt. Wo ist denn das Säulengrab? Wo ist das Säulengrab, Freunde? Säulengrab, da ist es. Wenn du Pech hast, Marc, gehst du sogar als Asche von dieser Welt. Oder je nachdem, was dein Wunsch ist. Oder wenn deine Verwandtschaft kein Geld hat, dann ist die Einäscherung immer noch das günstigste. Kannst du dich also, gehst du quasi als Dreck von dieser Welt. Oh, gefunden. Das ging ja schnell. Und wieder mit puren, bloßen Händen ohne Schaufel. Ne, der Frachtraum ist nicht mehr voll. Hoffe ich. Es glitzert und funkelt. Hier liegen die Überreste des wahren Herrschers über Groß Ukuta, König Mwenye. Die Geister unserer Vorfahren beschützen ihn vor dem gierigen Blick der Thronräuberin. Auf Geheiß unseres Königs bringen wir die Krone nach Norden, außer Reichweite der niederträchtigen Königin. Ich bete, dass unsere Ahnen König Mwenye als würdig erachten. Azizi, treuer Diener seiner Majestät Mwenye. Nach Dem Norden. ewigen Mutwala von Groß Ukuta. Nach Norden. Fertig. Super. Jetzt habe ich gedacht, ich krieg eine Krone. Ich krieg gar keine Krone, so ein Scheiß. Machen wir das letzte hier. Von Freemans verlorener Schatz. Ich habe Gerüchte über Mentari gehört. Eine Ungebundene, die hinter einem Spion der Handelsgesellschaft her ist. Ich sollte mich in Telok Peñara nach weiteren Hinweisen umsehen.
Ja, wobei, ich glaube, das geht nur, wenn du dich in Holland einäschern lässt. Weil Seebestattungen sind, glaube ich, in Deutschland nicht erlaubt. Irgendwas war da. Siehst du, mein Frachtraum ist eben nicht leer. Voll. Hier, ich habe noch Platz. Michael, mach mich doch nicht irre. Mensch. So, was ist in dieser Truhe? Spüre meinen Hammer. Silber, Mopani-Planke. Spüre meinen Hammer. Der Tank ist auch nicht leer, weil das ist ein Segelschiff, das hat keinen Tank. Spüre meinen Hammer. Das ist ein blödes Detail. Warum warst du da und hast ihn ausgepumpt? Dann hast du Glück, ich war nämlich vorhin, als mein Sohn beim Fußball war, tanken. Was ist hier noch neu? Das sieht irgendwie stylisch aus. Machen wir mal was Neues hier. Öfter mal was Neues. Schnell den Kahn umstreichen. Die Mannschaft. Aktuell läuft sie so rum. Ah, das ist gut. Häufiger mal was Schöneres. Anderes. Abwechslung braucht das Land. So, also. Wo waren wir stehen geblieben? Ja, Telok Panyara muss ich. Ja, da segel ich jetzt aber nicht hin, weil das dauert Stunden. Obwohl, jetzt sehe ich natürlich nicht, wie die neuen Segel aussehen. War vielleicht doch nicht so clever. Ich hoffe, jedem von euch ist das Skelett hinten auf meinem Rücken aufgefallen. Ja. Leckschlagende Halbkanone 3. Nee. Nein, das ist das Zeichen von ein ganz bekannter Pirat, der dieses Zeichen hatte. Blackbeard? Ist das die Fahne von Blackbeard? Ich weiß es nicht. Aber dieses Skelett, was da irgendwas in der Hand hält, das ist ein ganz bekanntes Dingsbums. So. Wo könnte man hier Gerüchte wohl am ehesten finden? Ich würde mal sagen, in der Opiumhöhle. Würde ich jetzt mal so hier behaupten. Oder am Marktplatz. Am Hafen? Tja, das ist eine gute Frage. Hallo Freunde. Am meisten überrascht ist diese Frucht von hier. Wie heißt sie nochmal? Ja, macht er doch. Das ist ein Skelett.
Da hat er einen Speer in der Hand und der sticht da auf was ein. Sag ich doch. Ach, Tamian, du bist so gut. Da liegt was. Zeitung? Zückt eure Pfeifen. Telok Peñara hat eine neue Opiumhöhle, in der Träume warm werden. Jawohl. Eine gute Reise ist euch garantiert. Stimmt. Eine gute Reise ist euch garantiert, weil das Opium wird von mir produziert. Genießt es, Freunde. Genießt mein Opium. Wir stecken eine Woche lang auf der Insel fest. Ich dachte schon, wir müssen den Kämpfer... Es ist ja auch ganz toll, hier in der Stadt irgendwelche Hinweise zu finden. Weil die auch auf keinen Fall riesig ist, die Stadt. Ja, lauf, Forest, lauf, Rocky. Oh, hier oben war ich noch nie. Ist ja toll. Ist das ein Friedhof? Ja, sieht fast so aus. Huch. Heroische Erzählungen. Aber nein. Auch nur Geschichten. Notiz. Ah, da ist er. Sehr schön. Nur, ich habe die Idee. Dieses holländische Schwein Jacob de Roy ist wieder da und ist auf der Suche nach dem Schatz der Sradu. Ich weiß, ohne Admiralin Rama sollen wir nicht ablegen. Doch ich weiß ebenfalls, wie sehr sie sich über de Roys Kopf freuen würde. Die älteren Frauen denken, ich wäre zu leichtsinnig. Aber sie vergessen, dass der Leichtsinn der Admiralin uns gerettet hat. Jo. Ich Der gehe nach Leichtsinn der Westen zum Admiralin. Schrei des Paruja in Samrud und suche nach kühnen Leuten, die mir folgen. Wir zeigen Jacob de Roy den Zorn von Admiralin Ramas Also, Ungebundenen. Zamrud, Mentari. Schrei des Paruja. Habe ich recht? Schrei des Paruja. Geht das wieder los? Gibt es eine Markierung? Schrei des Paruja. Da ist es. Wunderherrlich. Das wolltest du lesen, das Buch? Welches Buch wolltest du lesen? Warte. Das, was ich eben gefunden habe. Das ist voll langweilig, das Buch. Weil es die Quest nicht weiterbringt. Wo ist es? Keine Ahnung. Irgendwo kann man die sich nochmal angucken, aber ich weiß jetzt nicht mehr wo. Archiv? Hier, glaube ich. Nee. Niederländisch-Indien, Siedlungen, Außenposten. Irgendwo kann man die nochmal lesen. Kannst bestimmt später nochmal die Stelle raussuchen. Und dann kannst du es in Ruhe nochmal lesen. 1 Stunde 40. 1 Stunde 39. So, da bin ich.
Schatz suchen. Schatz suchen? Buch aufheben. Da haben wir es doch schon. Ach, das ist ja Wie einfach. locker die Zungen in den Opiumhöhlen sitzen. Wirklich, es ist fast schon zu einfach. Jakob de Roy segelt mit der Südfen südlich der Pemburu-Inseln, nicht weit von hier. Ohne jede Regung hängte er meinen Bruder, verstümmelt und entehrt. Ich werde dasselbe tun. Sehr gut. Ich reiße ihm das Siehste. Herz raus und jeder von uns wird darauf herumtrampeln, bis sein Blut im Dreck versickert. Ein Tritt für jeden Toten. Wir trafen uns des Nachts und tanzten, um die Admiralin zu ehren, der wir unsere Freiheit verdanken. Cassie hat ranzigen Tabak aufgetrieben und wir rauchten ihn mit Blumen. Die Wellen glitzerten bei Sonnenaufgang. Nur nannte mich ein Miststück und ich küsste sie auf den Mund. Ich würde für jede von ihnen in den Tod gehen. Das wird ein riskanter Angriff, ich weiß. Doch wir sind bereit. Das wird ein Mordspaß. Ja, wird ein Mordspaß. Aber was ich machen soll, ist das große Rätsel. Inventari. Dort suchen. Schiff der Handelsgesellschaft mit dem Namen Zutphen segelt bei den Pemburu-Inseln. Pemburu-Inseln. Ah, herrlich. Da waren sie gnädig. Da waren sie gnädig mit mir und haben es markiert. Ich muss es nicht suchen. Aber vorher noch gucken, was die gute Frau hier so verkauft. Vollkanone 4. Stellt nach Besatzungsangriff 8000 Rumpfzustand wieder her. Oh, die lege ich mir mal zu. Wer weiß, wofür sie gut ist. Dann schippern wir da mal hin, wa? Kriegsschiffe der Handelsgesellschaft. Such die Waffen mit deinem Fernrohr, Captain. Wieso sind meine Segel weiß? Vorsicht, Captain. Der Brief erwähnt eine Blockade am Außenposten. Warum sind denn jetzt meine Segel So viel weiß? dazu, diese Krone zu finden. Ich Was soll denn schätze, der es war Quatsch eine gerechte jetzt? Belohnung für das, was die Loyalisten durchmachen mussten. Deswegen haben sich so viele von ihnen Freeman angeschlossen. Ich meine, wen würdest du wollen? Den gestürzten König oder den aufstrebenden Piraten? Warum denn nur? Und wenn man um seine Herrschaft kämpfen muss, hat man dann wirklich ein Anrecht darauf? Was ist das, Zutphen. Da ist es. Wunderbar. Alle Mann an Deck! Auf Gefechtsstation! Genau so sieht's aus. Auf Gefechtsstation. Wieder meilenweit daneben. Keine Ahnung. Ui. Verbrennt diese Hunde! Bald schwimmen Sie mit den Fischen! Genau, bald schwimmen sie mit den Fischen. Wenn ich treffe, ist natürlich die Voraussetzung, Mann. Dann schwimmen sie nicht mehr mit den Fischen. Sonst schwimmen sie nicht mehr mit den Fischen. Ah, nee. Nee. Das sieht kacke aus mit weißen Segeln. Reißen sich alles unter den 11. 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
Das Dinner mit dem Direktor der Gesellschaft lief gut. Jacob de Roy allerdings trübte die Stimmung erheblich. Er hörte nicht auf, von seinen Heldentaten auf den Inseln zu schwärmen. Über das Ausmerzen Einheimischer und ähnlich unschickliche Themen. Verdirbt einen den Appetit. 12. Mai. Ein planloser Haufen Rempa-Frauen griff uns an. Sie wurden spielend überwältigt. Ich hätte zur Warnung ein paar Hände abgehackt und sie zurück zu Rama geschickt. Aber der Roy... Naja, er ist von höherem Rang. Was sollte ich tun? Er trieb sie vor sich her wie Vieh und schlitzte ihnen mit diesem grässlichen Messer die Kehlen auf. Ja, finde ich wirklich. Schrie und tobte bis zum Schluss. Der Roy lächelte. Die Augen weit aufgerissen. Das sieht so ein bisschen aus wie warte. Na, ich sehe aus wie so ein Standardfrachter. So. Mit weißen Flaggen oben. Das ist ja so gar nicht piratisch. So absolut unsexy. Nee, das gefällt mir nicht. Das muss man ändern. Aber ich weiß jetzt immer noch nicht. Ich weiß immer noch nicht. Sollte Admiral Rama Bescheid geben. Ja klar, das kann ich tun. Das kann ich tun. Ist ja um die Ecke hier. Ja, das ist Geschmackssache, aber es ist halt irgendwie, es passt überhaupt nicht zum Piraten. Die weißen Segel kann man sich ja noch gefallen lassen. So weiß, gräulich, beige. Aber die weißen Flaggen da, die gefallen mir gar nicht. Wobei da aber auch noch irgendwas drauf ist. Ja, es ist Geschmackssache, das ist richtig. Da hast du recht, das ist absolute Geschmackssache, wie die Segel aussehen. Machen wir erstmal noch mal hier den Frachtraum leer. Kann ja durchaus auch aus seinen Fehlern lernen. Kann ich das jetzt nicht übertragen? Nicht genug Platz? Och ne, bitte. Doch, mein Lagerhaus ist voll. Da kriege ich jetzt Schnappatmung. Das ist blöd. Das ist sehr blöd. Das ist ganz extrem blöd. So, für mich als Sammler und Jäger. Mehr Sammler als Jäger. Da muss ich jetzt auch. Muss ich mir jetzt Gedanken machen, was ich aus dem Lager rausschmeiße. Das kann ja, das wird ein Desaster. Ich kenne mich, ich schmeiß genau die Sachen weg, die ich dann genau 2 Schritte später wieder brauche. Naja. So viel Krempel, so mühsam gesammelt, so gut wie nix verkauft. Falls jemand nach einem Freibeuterjäger sucht, empfehle ich euch. Ah, die Misses, ich schau dich nicht an. Mentari ist tot. Ich weiß, sie hielt sich für unerkannt, aber das kann man nicht natürlich hat erweitern, Mentari Michael. vor halb Teluk Penjara damit angegeben. Ich wusste, was sie tat. Ja, ich baue mir eine Burg. Passt zum Schiff. Weil ich genau dasselbe getan hätte. Und es gefiel mir,
dass ich dasselbe getan hätte. Ihr habt den Blick einer Mutter, wisst ihr? Passend zum Ja. Schiff. Die Burg. Ihr tragt den Fluch genau wie ich. Wir baue mir würden einen die vor. unseren mit bloßen Fäusten Was für ein verteidigen, Puff? wenn nötig. Ich habe Und keinen wenn ein Puff. Kind stirbt, Ich habe eine Opiumhöhle. keine gute Eigenschaft Nein, für ich alle schmeiß die Beseelen. Munition nicht weg. Fürsorge Die kann man ist noch ein brauchen. lähmender, schmerzhafter Fluch. Ich weiß noch nicht Aber so wofür, bin aber ich man eben. kann sie brauchen. Das kann vielleicht, sollte ich es auch nicht ändern wollen. Weißt du, weil wenn ich jetzt einen guten Torpedowerfer finde, dann brauche ich Munition. So. Mentari von den Ungebundenen. Nachforschung abgeschlossen. Bei euch sieht es so einfach aus. Die Banner. Sind sie nicht hübsch? Wisst ihr, in unserer Geschichte geht es um viel mehr als nur Symbole. Sie haben Das uns habe ich auf dem Rücken. ausgesperrt. Jetzt Aber das befreien ist das wir doch. uns. Ist das nicht? Wir leben nach Tamjan? unseren eigenen Ist das das? Regeln. Eine freie Republik. Das bringt mehr Verantwortung für die Ungebundenen, aber die nehmen wir gerne an. Unser Banner soll Besuchern keine Angst einjagen, sondern sie erfreuen. Ein großer Ah, da brauche ich aber dann eine andere Unterschied. Die Jacke. Holländer Ich laufe nicht mit fürchten deren uns von Zeichen der auf dem Hinrichtung. Rücken rum. Das geht nicht. Sie passen einfach nicht her. Sollen sie sich doch in ihrer Habgier gegenseitig auffressen. Muss mich umziehen. Ich weiß noch, einmal habe ich Van Kinkel gesagt, kommt doch auf einen Tee vorbei. Es war eine ehrliche Einladung. Er lief rot an und fühlte sich beleidigt. Diese neue Piratenrepublik ist eine Beleidigung. Eine, die mein Volk ihnen schon lange ins Gesicht rufen wollte. Aber wenn ich jetzt mal Jetzt ehrlich können so sie es über diese Story-Dingsbums da jetzt gehe, ich weiß nicht, wie die Leute darauf kommen, dass die Story flach ist. Achtet die Bewohner Teluk Penjaras. Unsere Geschichten fesseln die Welt. So. Also, klar, das ist jetzt nicht so die tiefste Storyline, aber es ist schon, finde ich, eine anständig gemachte Geschichte, die hier erzählt wird. Ja, ich ziehe mich ja schon um, Mann. Ist doch gut. Ich hab's verstanden, ihr mögt meine Jacke nicht. Naja, die sagen ja alle, dass quasi keine Story enthalten ist und dass das, was enthalten ist, total flach und langweilig ist. Also ich finde das schon so. Also ich hatte schon lange kein Spiel mehr, wo ich mir über die Nachforschungen oder über so Aufgaben so lange Gedanken machen musste. Wo sind die Jacken? Da sind die Jacken. Hier stinkt es nach faulem Fisch. Gefällt sie dir besser, Michael? Sieht doch sexy aus. Oder das hier. Sieht auch stylisch aus. Passt aber nicht so ganz zum Hut. Oder soll ich ein Frauenkleid anziehen? Passend zur Gender Equality. Ganz viele Tops. Oder sowas Abgerissenes. Was ist das? Schlicht und einfach. Nee. Der Laden Oh, die gehörte geht. vorher meiner Frau. Nee, ich glaube, ich nehme hier Brachte mir sowas alles bei. Ich muss abgerissen, mich hier nützlich machen. verranzt. Im niederländischen Atelier. Genau. Sonst diene ich nur zur Unterhaltung. Ja, und jetzt erzählst du mir gleich wieder, dass mein Charakter aussieht, als wäre er eine Frau. Habt ihr wirklich alles? Ihr verlasst mich immer so schnell wieder.
Also jetzt habe ich die Nachforschung abgeschlossen und jetzt müsste ich ja eigentlich... Zack, 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 zack. Captain Uriko Freeman. Es gibt viele Freeman hat einen Teil des Schatzes am Außenposten Bukit Kandi zurückgelassen. Der Ort ist mit dem Symbol seines Schiffes markiert, einem Hammer. Dort sollte ich graben. In den schmutzigen Straßen von... Also nach Bukit Kandi. Wo auch immer das ist. Wo ist Bukit Kandi? Gelesen habe ich es schon. Bukit Kandi. Das vergessene Kandi? Was ist das? Ist das ein Übersetzungsfehler? Nekropolis. Bukit Kandi. Ich vermute mal, dass das ist. Das berühmte Holländercamp. Das uns beim letzten Mal Stunden und Nerven gekostet hat. Also ich würde es jetzt einfach mal hier probieren. Weil Bukit Kandi, das vergessene Kandi, das hört sich doch so an, als würde da ein Zusammenhang bestehen. Aber es kommt leider keine Meldung. Das heißt, ich bin hier wahrscheinlich wie immer falsch. Was hast du? Nee, brauche ich nicht. Brauche ich alles nicht. Haltet eure Zunge im Zaum. Ich darf auch nicht so viel kaufen, weil sonst habe ich bald ein ganz großes Lagerproblem. Noch größer als jetzt. Captain Uriko Freeman. Es gibt viele Fabeln, Gerüchte und Geschichten über meine Posten Person. Bukit Kandi. Wie wir Piraten kämpft Admiralin Rama für die Freiheit. Und sie weiß, was Stärke Respekt einflößt. Aber das hat er ja nicht bis darüber gekarrt. Das kann ich mir nicht vorstellen. Das muss ja hier drüben sein. Karmangrove. Ach, im Rücken. Mann. Bukit Kandi, da ist es. Was ein Glück. Was habe ich doch für ein Glück. So, ein Hammer. Ein Hammer ist gesucht. Ein Hammer ist gesucht, wie immer. Ein Hammer. Also wenn wer einen Hammer sieht, bitte einmal laut Hallo sagen. Hallo Hammer, so in die Richtung.